morgen alle. Laat eerst zingen nummer 61 in lopend der Bauung. Nummer 61. Wenn morgens in den Tag ich gehe und mich die Welt berührt, wenn ich dann mitten in ihr stehe, weiß ich, dass mich führt. Wenn mich die Welt erobern will, nach meiner Seele geht und mich versucht mit Lust zu stillen, weiß ich, dass mich führt. Sein starker Arm, führet mich. Sein starker Arm lässt nie im Stich. Sein starker Arm hält mich fest. Ich bin so froh, dass mich nie mehr loslässt. Wenn ich allein im Dunkeln stehe, dann führt mich zum Licht. Wenn ich auf keinen Ausweg sehe, lässt mich nicht im Stich. Wenn ich auch mutlos und verzagt und Zweifel mich anfängt, wenn Unzufriedenheit mich plagt, lässt mich nicht im Stich. Sein starker Arm, führet mich. Sein starker Arm lässt nie im Stich. Sein starker Arm hält mich fest. Ich bin so froh, dass mich nie mehr loslässt. Wenn Schuld und Sorge mich bedrückt und hält mich dann fest, auch heute trägt meine Last, heute hält mich ganz fest. Sein starker Arm, führet mich. Sein starker Arm lässt nie im Stich. Sein starker Arm hält mich fest. Ich bin so froh, dass mich nie mehr loslässt. 451. Der Leute muntert uns ab, wasch die Kicken von der Welt. Sie sagt, die Flecken weg mein Herz von den Dingen der Zeit. 451. Blicken weg, mein Herz von den Dingen der Zeit, ja hinweg von dem Weltgetümmel,
auf dem Heiland der Welt, der das Erdteil erbarmt, das behalten für dich im Himmel. Blicken weg von den Dingen der Welt auf Jesu. Blicken weg von den Dingen der Welt auf Jesu. Blicken weg, mein Herz, nach dem ewigen Ziel, nach der Zeit, wenn der Herr wird kommen, und er rufet dir zu, geh ein in das Reich, das bereitet für alle Frommen. Blicken weg von den Dingen der Welt auf Jesu. Blicken weg von den Dingen der Welt auf Jesu. Wenn Versuchung auch tobt leicht im brausenden Meer und du gehst durch die schwersten Proben, blicken weg auf den Herrn, der die Feinde besiegt, denn die Seinen auf ewig loben. Blicken weg von den Dingen der Welt auf Jesu. Blicken weg von den Dingen der Welt auf Jesu. Oh, wie wunderbar schön jener Siegesgesang, wenn die Segen das Lamm umringen, in der ewigen Freude, wo kein Schmerz mehr noch bleibt, und die Lieder auf ewig klingen. Blicken weg von den Dingen der Welt auf Jesu. Blicken weg von den Dingen der Welt auf Jesu. Ja, ik wens je van deel alle een goede morgen. Ook herzlich welkom waren. Wanneer ik even zo met Ladja zit, aber dan vraag ik me dat ze frisch zijn, die Schwester zijn van teruggekomen. En ik weet niet of ik zal aanvangen met nummers erwähnen, aber ich habe es von Roger Wollen, Nummer plus 3, ja, welkom hier zo. En Johnny Kroon, die zat aanwezig, zag ik hier zo. Wir sind noch nicht lang abwesend. Casey Wolf wird auch abwesend wir. Und vielleicht sind noch mehr. Nach Meier war ich kurz nicht gemeint da. Jedenfalls sind jeder einer herzlich willkommen, war hier so in der Nähe. Der, die in uns nicht geblieben sind, sehr willkommen. Und der, die nicht reingekommen sind. Ja, ich habe das vorgestimmt, wenn ich sage, dass die Schwester frisch treffen. Denn ich weiß nicht, was John Ferren sind. Und ich höre, was nur den Zeilenstütz in Kanada werden. Ich wundere, dass sie nicht von dir nicht mehr sind. Stimmt das? Gut, dann sind doch ein paar. Wer kann noch sein? Gut, die Emerald S. Ja, willkommen hier, Bartus. Peter Kroon. Noch einer. Gut. Lohnt sich das dann nicht gut zu erwähnen, wenn ich mal Feierpfiff vor, sie haben gefangen waren im Haus. Ja, willkommen hier so. Gut, de Sinneschulklasse Rütjet. Weil ich 2 Verse lesen, Psalm 138. Wenn sich definitiv morgens lesen, dann nicht schön, die sehr passend zu sein, um so ein Gottesdienst anzufangen von dir. Psalm 138, Vers 2 und 3.
Vers 2 lesen wir es dit. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel und deinen Namen danken für deine Güte und Treue. Denn du hast deinen Namen über alles herrlich gemacht durch dein Wort. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Diese Gedanken, was gemerkt im Vers 2, sagt, ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel und deinen Namen danken für deine Güte und Treue. Ich stelle mir vor, meist jeder einer von uns, wenn wir würden treten, was der Herr uns der letzte Zeit geführt hat, dann würden wir sagen, dass Gottes Güte und Treue für zu danken. Dadurch hier finde ich auch Konsens, Morris. Wenn ich denke, was wir durchgegangen sind, auf eine Kämpfe wir haben gekämpft, in der Gefahr, wo wir was sind, und dann weiß wir nicht auch noch, dass wir an Gott verdanken. Wir selbst können uns nicht erholen. Wir können uns nicht erholen. Da hat alles Gott getan. Und dann sagt der Vers 3, wenn ich dich anrufe, so hörst du mich und gibst mir eine solche große Kraft. Und das ist mein Verlangen, dass wir von der würden im Reich der Sinn war dem Herrn anbeten. Das ganze Gottesdienst, dass wir dort beitragen, dass sein Namen können verherrlicht werden. Ja, das ist Klaus Ritt jetzt für euch eine Stunde zum Beten. Wie passen das? Uns himmlischer Vater, dir allein trafft wir. Wir danken deine Güte, deine Treue, was du hast über uns geholt. Herr, wann nicht für die Wege was, dann wir hier von dir nicht. Ich danke dir, Herr, von Himmel war, dass du uns eine neue Gelegenheit gegeben hast. Ich danke dir für alle Geschwister, was du drei gefangen haben, war. Musst du in jedem im sehnen. Ich bitte auch, Herr, dass du überstehst, was hier so ganz pünktlich sind. Herr, musst du uns sehnen, dass wir alle können geistlich wachsen, geistlich gestärkt worden war. Und dass wir den Namen können hochheben. Ich bitte auch in der Sinne schon, Klaus, dass die da muss war, mit den Lehrern schon mit den Kindern sind. Herr, machen sie die Gelegenheit wahrnehmen, um sein geistlich war zu wachsen, mehr Erkenntnis, mehr Erleuchtung zu kriegen. Ich bitte auch für die, was sie nicht kennen, für die Kranken, musst du an dich bei sein, du wo sie sind. Gib ihnen Kraft zu drehen. Und wo die Wellness musst du ihnen Heilung geben. Ich bitte auch, Herr, für die, die so in schweren Kämpfen sind, dass du auch die musst in ihrem Kampf erholen. Im Namen Jesus. Amen. Wieder am Platz. Nummer 90 im Glaubenslieder. Nummer 90. Hübker Felsen, öffne dich, in der mächtig bergen mich. Lass das Wasser und das Blut deiner Seite halt die Flut, meiner Seele Heilung sein, und sie machen frei und rein. Alle Werke, die ich tat, das Gesetz verurteilt hat, strebe ich auf dem Guten nach, eifrig weinend Nacht und Tag. Du allein und deine Huld sind der Sünden große Schuld. Arm und schuldig wie ich bin, werf ich vor dem Kreuz mich hin. Los, o Herr, gib Kleider mir, schwach die Kraft kommt nur von dir. Schwarz bei dir der Brunnen rinnt, der die Flecken von mir nimmt. In des Lebens Kampf und Not schließt mein Auge sich im Tod, wenn vor deinen Richterthron
ruft mich einst nur Sonnenton, o mein Fels, dann bitte ich, tu dich auf und berge mich. Hier sind diese Titel von der Eröffnung, da wir uns was Gedanken machen. Die Überschrift hat dazu geschrieben, der Weckruf Gottes. Weckruf, das meint so viel, dass jemand wird angetuckt und sagt, steh ab, wach ab. Und das ist was Gott hat. Vielleicht wollt ihr so denken, na, wo wir nu? Ja, die freie Werk, hier so sehr schöne Tiden. Ich bin Gott sehr dankbar für seine Zeit, dass uns die gibt. Und ich glaube, Herr Deutsch ist dort, einer den anderen, den weicht er ab. Und wenn wir das Beispiel nehmen, dann was wir hier finden, lassen wir uns den Vers einmal lesen, das finden wir in Epheser Kapitel 5. Vers 14 ist mal, Luther, wenn wir uns die erste Vers auch noch lesen. Epheser Kapitel 5, Vers 14. Sagt er, darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wenn ich an denken, dass der Herr uns manchmal das abrauben, abzustehen. Ich glaube, das Bild, was wir hier nehmen können, das ist nicht ein natürliches Bild. Viel Weg, wenn wir hier top werden, ich habe, glaube ich, kein gesehen, was hier so schleppt, über dem, was die Botschaften gebracht wird. Also, weit für all, das meint nicht dort. Aber sicherlich, als du einer der anderen warst, der hat gefeilt, dass der Herr reden wird. Der redet an. Und Gott hat manchmal auf sehr viele verschiedene Wege, dass er uns abwarten wird. Manchmal, wenn wir nicht denken, ein natürliches Beispiel, wenn wir nicht gehen, einen Nächsten abwarten, in der Familie wählen. Some von denen, die hören bloß dort gehen auf der Rock, dass wir ankommen, dann warten die ab. Dann sind sie fertig, dass der hat geredet. Ganz nahtlos. Der nächste darf bloß ein paar Wirt sein, und dann hört er das und dann weicht er ab. Und der Schaf wird kurz klar werden. Nächstes Mal aber, dann haben dort einmal klar werden können. Aber was wir wollen, wir alle warten verschieden ab. Einige brauchen mehr zum Abwarten. So ist es auch im geistlichen Sinn. Menschen warten verschieden ab. Als Betonung aus uns Gewissen, schwab oder nicht schwab ist. Wenn wir uns Gewissen haben, durch die Zeit aufgestammt, einmal war er so gedacht, das tut nicht, das ist nicht schlimm, was ist ja. Dann kommt sein, dann wird der Herr auf uns mal einen Dollar schaden. Regt vielleicht eine Predigt nicht tau. Einmal lässt Gott vielleicht ein Sterbefall, ein Adler, zu einem Steig gehen. Und dann sozusagen schert er uns mal ganz gründlich. Und dann haben wir so ein Abwarten. Einfach gesagt, dann lag uns das mehr Schuld nicht. Wenn ein Mensch so fern schlaft, wenn Jesus mal Lazarus will besegnen, sieht Jesus der Lazarus schlaft. Und er sieht die Jünger, dass er gestorben wird. Aber die Jünger sehen von sich heran, wenn er schlaft, war wir in Schluppen lupen, dann war das besser. In diesem Sinne ist das nicht gut, wenn man schluppen bleibt. Wo wäre ich nicht? Willst du ein Abgrund ganz dicht noch? Ein anderer wie gesagt, du hast ein Haus, wo all 4 Beine ist, das brennt auch. Das Part. Und nu, das ist ein anderer Fall. Nu braucht dort, dass man abgeweicht wird, am seinen Körper, seine Säule zu raten. Das ist der Weg, worauf wir hier von reden tun. Deshalb hier auf der Bibel ein Beispiel gebracht, was wir von der Krieg kann. Wir wissen Krieg, was das ist. Ich habe das, ans Leben haft das genommen. In Krieg ist das Wort, was wir gelesen haben. Zum Beispiel, wenn wer schlaft, dann möchte nicht, was ram den Person verjährt. Wenn ein Mensch fast schlaft, der möchte nicht, was ram verjährt. Das weiß ich, so ist das auch. Da kann manchmal welche Don sein worden.
Eine grote Gefahr was sein, über dem man auf die Schluppen und man ist nicht von angeworden ist. Also muss man nicht, was man verjährt. Der König war, aber er blieb nicht, er wollte nicht an, was man an mich abwartet. Ich mal, wenn ein Mensch, sich den Schluck nicht so aufscharrt, und dann mal zum klaren Besinn kommt, manchmal haben wir nicht hostig, weil manchmal wir uns verantwortlich zu machen. Dann fangen wir an zu handeln. Dann tun wir was einmal erst. Was wir, wenn ich immer, so viel klar sind. Dit krijgt wat de haar duidt. Durch die Fähigkeit, wie einmal hier gewasst hast, nicht alle sind hier gewasst. Also der, der nicht gewasst hast, braucht sich dann vielleicht nicht verantwortlich merken. Und der, der hier gewasst hast, wie kann. Der Haar duidt uns reden. Und in manchen Fall, dann fällt wie das Haar redet. Vielleicht haben wir versucht, das an so zu tun, das muss wirklich nicht gemeint. Vielleicht mir nur. Also das muss gemeint, nicht ich. In man hat, das dort könnte sich das weiter aufschieben. War da vielleicht so zu sein, aber andere sieht bis dahin, dann wieder schlucken. Und dann wünsche ich bloß, dass die Nullwirkung noch kommen können, von was wir gehört haben, der letzten Zeit. Wo das Wort so klar predigt ist worden. Dass wir noch können was tun. Wenn die Predigt dann nicht hat, wenn der Herr von der danach können, noch einmal sagen, check mal, lass meine die. Mein kriegt die. Ich will die sehen, ich will die erleuchten. Was los wir uns hier so? In Epheser 5, Vers 14, ich will den Vers noch einmal lesen. Das letzte Engstje. Sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. So will dich Christus erleuchten. Das ist ein sehr wichtiges Wort. Wenn das Wort sagt, Christus wird uns erleuchten. Was der Wort tun, der wird uns was wiesen, was wir noch immer gesehen haben. Der wird an den dunklen Pfad, an den dunklen Weg, was wir gehen, der wird den Dach merken. Das wird wichtig. Das ist nicht bloß eine gute Sau. Wenn der Vers kostet, hier ist was sehr wichtig zu hängen. Christus will uns erleuchten. Er wird noch mehr, wir wollen abkommen, was er noch will. Ein Mann, sie hängen um wie Sonnenberg, haben wir aus Angola bei einem Lied. Dann das ist eins Mars, einmal dann hier dann gerücht worden, was verteilt, was die uns nicht stürzt, und dann, was sie sagt, das brennt. Und das die stürzt, was alle Lager sind, die weiten Tag ein, wenn man dann abweicht, dann braucht das manchmal ein Stürzt, was Mensch klar wird. Und dann, wenn sich einmal in ihrer Panik bieten sind, fühlt sie so abgerecht, weiten nicht, was wir ran sollen, was wir uns Kleider antragen sollen, was sollen wir nicht bloß tun, dann sieht er uns immer groß und klein Stürzchen, dann weiß er, was wir sind. Dann handeln wir auch. Aber sie fangen an, sich zu raten. Mitten im Sinn seid der Schluck. Der beste Stund im Schluck. Ja, du wirst bei uns der Raub 4. 4 aus dem Hüt. Und dann man baut sich, sich zu raten. Ja, seht. Kriegst was ans Bibel in der sagt. Das heißt, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. Im ersten Fall kann man sagen, der dritte Menschen wird nach geistlich ganz tot sind. Aber sicherlich kann wir, wenn wir diese Fälle die Handerleuchtung gekriegen, die Hand hat ewig Leben gekriegen, wir können hier so eine Lehre nehmen. Wenn es dir vorhast, dort wir auch über den gleichzeitig wollen, wird uns geistliches Leben in Gefahr sein tun. Wird uns langsam von dem Reich der Weich raufbringen, bis wir in ein Schicksal dann sind. Und dass wir Grund hier verloren gehen. Wir können noch einmal erkennen, das handelt sich nicht um natürliche Dinge. Epheser, Paulus redet hier von ein geistlicher Schluck. Das ist ein geistliches Verhältnis, was hier so ans abgeraubt wird. Das sind die Menschen, die schlucken der Sünden. Und die merken das nicht, dass das verdorben ganz dicht bei ist. Das ist kurz erwähnt wird. Ein Beispiel war lang los. Das passiert auch in Kanada, da dicht bei den Negerfalls. Da sind manchmal Tiere, die sind durchgefahren, manchmal Eis. Und dann war das schon von abzudecken.
Dan vangen de beetje is met de dode dieren, vangen ze met de zwam. Op toe naar de afgrond weer de grote volas. Een dag dan is er een grote oorlog. Die heeft zijn leven door bij dat tier aangepakt en heeft een beute. Hij vreet zich voor dat vreten wat hij gekregen heeft. En vraagt aan dat tier. En denkt ook niet aan dat er eens van die voor is. En oorlog weet we, wanneer je zwelt, of je bloß eenmaal loslopen en vlecht dan is geen probleem. Laat het nog staan, dat kan ganz een afgrond zijn. Maar de zaak is, dit tier vreit ook ganz hard vreit dat door. En het klaar, want ik ben gekomen, als dat wat ik loslopen en wat ik wegvliegen. En wat passiert? En bij die mensen zijn het leven dat zo lang ben heeft, zijn die het leven dat vastgevroren. Wenn ich bei der Aufgrund ist, macht er mal drauf, das hier. Verdorft. Dat is zo viele Menschen so denken. Sie holen sich vast und so Ding. Sie denken, na, den Tag wird gespielt, wenn ich gestorben sie, darf ich das loslösen und fertig. Und haben so viele mit dem Markt, dass der Moment kommt, die Menschen können das nicht so hastig loslösen. Die können das nicht so hastig loslösen. Die Kleiben werden festgefroren. Wir werden so fast, so bakrig. Wie kann das man, wie fing ein Vers wird sagen, lasst uns ablegen die Sünde, die uns immer anklebt und träge macht. Die bakige Sünden. Die denken, der wollt noch losmerken. Dieses Blut, der wascht das alle rein. Das wollt noch. Wir denken dir so viel, das jetzt so schön. Wie gleichen die Sünden? Ich denke dann bloß drei, an meine Jugend, da kann ich das Film mitgeteilt. Da wird eine Sorte Musik. Ich hatte von einem Freund mal, ich glaube, 5 Tapes winter der Zeit noch, habe ich die Gift gereden. Ich schatzte. Ich hörte viel. Und ich konnte nicht loten mich. Und ich weiß das so viele Mal, wenn ich fuhr mit meinem Partner spazieren, dachte ich so, ich soll mit dem Gebet anfangen, aber mit dem Gebet schließen. Wir sollen noch was Geistliches getan. Aber immer das eine Ding hält mich abzufahren. Was ein Tag. Früher ich den Partner, als sie in den Städten würde, wenn ich den will, ab hier mit Brot. Sie in den Städten nicht merken, dann werde ich die Kreis zugerührt switchen, dann werde ich zum ersten Mal mit Alter beten. Erste Mal. Als je deze zin, dat werd me zo bakrig. Ik leefde. Ik wist dat er niet schulden. Ik had ganz klar. Sicherlich hast du auch so Dinge in deinem Leben, die weißt, dass er dir nicht schulden. Die weißt, dass sehr gut. Aber die leist dich so sehr. Die schaust dir so sehr viel. Ich konnte bloß nicht hochlocken. Dann kann uns das ein so gehen aus diesem Urlaub, wo die Nägel, der Feit im Eis festgefroren sind und nicht los. In dem Moment, wo die wo stier los da und kommst nicht los. Du, wen sag ich, weil sie ans, wache auf. Wenn der Harte die geredet hat, werk ab. Die kostet von der Christen an, und dann ist ein Ding an die Hand. Werk ab. Weißt du was? Christus, der will dir was viel besser geben. So wird dich Christus erleuchten. Da meinst du viel, der wird dir viel besser geben als diese Tipps. Der wird dir was viel schöner geben. Wollt ihr dit tot leven? Dat is schwach. Dat brok geloven. Dat brok het eerste hingen. Dit tot leven dat de Heer wat me wat beter geven voor dit fijne wat je hebt. Ein Beispiel. Wenn wir sagen, hier so vielleicht, haben wir da ein $10.000 loslassen, und der Herr hält hier all in der Hand vielleicht 12 oder 15 Hand, wenn du diese was loslassen, dann wird dir diese geben. Wo wir aber den Tisch nicht merken, wenn er uns was beter geben will, vielleicht das war loslassen. Das ist nicht unbedingt gemeint Geld. Das ist ein Beispiel. Sehr viele Mal ist es so, wenn der Herr an uns schafft, er schafft an uns, und er will haben, wir sollen was loslassen, Das ist, wenn er will uns was beter geben. Kon zijn, hij wil gaan, ik zal geld loslaten. Hij wil me wat lek in mijn familie of mijn eigen geven. Maar in dat woord, hij wil me geestlich besonders segnen. Hij wil me jedenfalls wat beter geven. Wat we maken, de mens wat in zijn zin slaapt, dat niet maakt dat het verdorven dichtbij komt. Hij kan in deze geval ganz ruhig blijven. Hoewel, ik zie die stem aanvang van die mensen die diep slapen, die wordt niks en wat ramonteert. Dan im Hostig dann wordt abweiken, Träumen abgeweikt worden. Besonders die Menschen, die diep in Sinne sind, dann sind sie erstaunt. Dat man entsteht. Was ist los? Was ist eigentlich mit mir?
Wohin wirst du mit mir reden? Was hat die getan? Mensch wundert. Was ist arg, dass sie mit mir reden wollen? Der wundert sich, dass er einen Besuch kriegt. Man fällt es alles in Ordnung. Wenn gesagt wird, um das Tiet abzustehen, in die Wolken, was er die Finsternis, die Sünden aufzuleihen, dann verschmiert er den Rot. Achtet nicht. Man wird sozusagen wachgeschickt. Er schlaflos wieder in seinen Sünden Zustand. Schlaflos wieder. Haben wir mal so gehandelt als das? Erstmal ein Weckruf bei uns was. Erstmal wer bei mir zu Besuch was. Und hat mir was gern haben. Erstmal wo eine Botschaft was, was hat mir geredet. Hat ich auch bloß so gehandelt? Nein, was ist eigentlich mit mir? Der Ding, was Jana das ist viel schlimmer als der, was ich tue. Wir haben den Weckruf gehört. Irgendwie mit einem kleinen Übens, mit einer kleinen Anstrengung durchzukommen. Vielmal, dann singt man immer tiefer in Schlaf. Man wird das gewandt, das Geräusch bezieht. Menschen, die ein großes Geluid immer schlaft, der kann ruhig schlafen, wenn ein großes Geluid ist. Kriegst du das, wenn man pünktlich den Rupp gehört hat. Und man wandt sich das an, bloß ein paar andere Seiten drehen, wieder schlafen. Man wird das gewandt. Dann einmal kommt es dazu, dass Gott auf uns nennt, dann sei scharrt. Vielleicht an so einem Armsfuß scharrt. Wo wir ihn? Uns gleich, er will uns stehlen. Wirklich, er will uns stehlen. Er will uns halten. Er will uns erleuchten. Ja, so kann es passieren, dass die Menschen, die sich dass sie vorerst durch den Menschen den Weckruf nicht mehr hielt, versteht nicht mehr, und bleibt in diesem Zustand, was auf uns sitzt, ist alles zu laut. In einem hieß wie mit 2 betrunkene Jungs, hatten zusammen getrunken. Danach auf einmal wird einer von diesen an, du erst Wort. Und dann über dem Moment, dass die Nerven das Haus brennt, er springt ab und dann scharrt er seinen Kamerad. Ich habe das Haus brennt. Sagt er zu seinen Partner. Sagt er 4. Und dann sagt das andere bloß, ach, der Dummheit. Das glaube ich nicht. Und er blüht, ich habe das 4. Das ist ein Betrunkener, der jetzt bis andere sieht, was ich abweicht von der Knustern von der 4. Das nur erkannt. Er wird zu laut. Er kann sich nicht raten. Er wird zu laut. Das kriegt, was passiert, wenn wir in unseren inneren Zustand, Gott hat besonders, und so gut finden wir, dass uns besonders motiviert wird, dass wir sollen wacker sein, nüchtern. Wir finden den falschen Matthäus 24, Vers 46 wieder, wo Jesus ein Beispiel braucht von einem Mann, der sagt, no, der Herr kommt noch lange nicht fort. Er fängt an zu essen, zu trinken, erst mit den betrunkenen Menschen taub, dann ganz hastig, dann ist das Hausherr, dann ist die Wirtus. Und dann sagt er, dann kriegt er seinen Lohn mit den Ungläubigen. Das ist was passiert. Jesus hat uns dringende Worte gelobt. Wenn ich denke an viel Werk, ich dachte einfach nur, was wir immer nicht von uns wieder zu tun haben, was wir fingen in Lukas 24, wo das Jünger von Amos in Hüs ging. Und dann geht Jesus mit ihrem Taub. Und dann lesen wir so, Matthäus 24, Vers 32. Und sie standen auf zu derselben, Vers 34, welche sprachen, der Herr ist wahrhaftig zu. Entschuldigung, ich ein paar falsch bezieht. Vers 32. Und sie sprachen untereinander, das ist der Jünger von Amos, brannte nicht unser Herz in uns, da er uns die Schrift öffnete, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Der hat nicht viel mal ans Wort brennt, das habe ich nicht gewiss. Wir möchten das all, hier kommt ein wichtiges Wort vandaag, und sind dort vorbeigegangen. Das ist Jünger von Amos, den Titel, was Jesus in der Schrift updatet, scheint sich das von alles noch normal wieder. Letztendlich warten sie auf uns ab. Dann sehen sie zu sich untereinander. Brennen nicht ans Wort auf. Möchten wir nicht auch durch Wort, was gerät, ein wichtiges Wort gesagt, da nicht ans Wort dort. Hier, durch das brennt das Wort. Wie meinen das hier, das ist ein Wort für mich.
Haraf, wie gemeint hier das mal. Deze twee jongens, zo je de eerste, de raad ik, het huis, de brandende huis, voor je over de andere, de veracht dat, wat dat knoesteren van het vier, am afwachten. En gestern zijn dat vele modes dat. De vele mensen. Ze hier in den Weckruf, überdauern sich so motiviert, ach, soll das so schlimm sein? Soll das so schlimm sein? So wichtig? Man schluckt da ruhig wieder. Bad end. Es spät, abgeweicht, was dort zu wollen schon los sein. Wenn ein Mensch recht abweicht, jässlich, in ihrens merkt, mit seinen Seelenheil, nimmt das ihrens, die kennt das göttliche Licht. Seine Seele wird Tag. Das wird Tag in seinem Leben. Er sterbt einmal ab von seinem verlorenen Leben, von seinen Sünden. Er sieht sich eins verloren. Er sieht, er kann ja nicht bestehen, ist das für Gott. Er möchte doch kurz, dass er mit seinen Sünden, wo er bei gelebt hat, dass er Gott hat betrübt, er hat Gott beleidigt mit das. Er möchte das euch. Er sagt, ist das so schlimm? Ist das so wichtig? Nie möchte uns, ich sage, sei ich sündig gegen Gott, dass ich so gehandelt hast. Das ist, wo der Mensch immer anfängt abzuwarten. Dann sieht er das bei uns. Wenn Christus fängt ihn zu unterleuchten, dann merkt der Mensch ganz unruhig. Nicht bei uns sieht er dort, nicht durch Gott gegenüber. Nicht durch Gott gegenüber. Nie sieht nicht mehr, was mag Menschen. Nie brauche ich nicht mehr für Menschen aposteln, nie Gott für mich. Nie bei uns sieht er seine Sünden, so ist die sind. Dann sagt er, wo kann ich bestehen? Psalmist immer, wo soll ich hinfliehen von dem Angesicht Gottes? Also wenn er so hochfliegen kann, als möglich, wird Gott am Du begleiten. So deep als möglich, wird Gott auch du sein. Also wir können das immer nicht mehr verstehen. Einmal sei wir uns in unseren Sünden Zustand. Dann sei wir uns doch. Und das Licht von Gottes Gegenwart sieht man plötzlich seine Sünde weh. Dann sagt er bei uns, nie sie ich bloßgestellt. Nie sieht Jesus mein ganz unklarer Sie. Alles jetzt zu sein. Mein ganzes Leben jetzt zu sein. Ich kann nicht verstehen, dass das gut zu sein, was er mir ist. Das ist was passiert, wenn Menschen am Abfall. Dann sieht er sich so, als er ist. Die Sünden des Gottes sind. Seid ihr, wovon lange war ich dort, wo ich gebraucht habe? Wovon lange war ich Gott, um uns geht, um uns endlich mal den Sinn zu wiesen, was in uns Leben ist? Dann habt ihr nicht mehr Entschuldigung zu mir. Dann hat ich dir das nicht getan. Ich sehe ganz allein. Ich habe keinen Sie, wenn wir Schuld geben. Ich allein sie verantwortlich dann ab. Nein, ich merke mich verantwortlich für die Sinn. Ich gebe keine Kirche die Schuld, keine Bruder in der Kirche die Schuld, keine Frau, keine Mann die Schuld. Dann einmal merken wir uns verantwortlich für die Sinn in unserem Leben. Mensch kriegt Angst. In seinem Fall manchmal sagt er, was kann ich bis tun, ich kann seilig wollen. Das ist, was Gott will. Dass wir durchkommen sein, was kann ich nicht tun? Weißt du, Jesus wird rein Fuß zu der Sicht tun und halb arbeiten. Rein Fuß. Jesus wird arbeiten. Ja. Reichte Sündenerkenntnis ist notwendig, wenn man mit Gott in Reinen kommen will. Wenn mit Gott in Ordnung kommen. Reichte Sündenerkenntnis. Nicht du, wo wir immer noch selbst von der Schuld geben, aber selbst Wort der Schuld geben. Reichte Sündenerkenntnis. Druck dort an, dass wir frei werden. Diese Erkenntnis merkt uns, dass wir bei uns der Sinn so sündig sein. Ah ja, dann sagt hier bei uns kriegt Mensch ein Abscheu am Wort der Sinn gehen an. Ich sehe, wir haben manchmal Sinn, die retten wir so viel. Der will wir keine Weile loslassen. Hier bei uns kriegt Mensch ein Abscheu am Fang an gegen an zu werden. Der Leib für den Sinn geht ab. Und er kriegt ein Sehnen, dass er mit Gottes Frieden erfüllt wird. Das war die geistliche Auferstehung belebt. So will dich Christus erleuchten. Hier belebt er dort. Hier steht er ab von den Toten. Ich sage das, wir lassen uns hier in der Verse. Und stehe auf von den Toten, so will dich Christus erleuchten.
erleuchten. Hier passiert dat wat man van de dode absterft, van de dode worden. In manchantem Licht. Hier ist er, wo er nie ein Mensch geworden ist. Hier kann er uns mit dem Aposteltop sagen, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das ist eine große Warnung, Kaffee. Nur bei uns Hostig kann es sein, mir Heilsgewässer. Nie sieht ihn Heilsacher. Ist das nicht ein großer Segen? Wenn das so ausgewasst, dass der Haar erfüllt ist, der letzte paar Wochen, mir die das geben. Ist das nicht was sehr wertvoll gewesen? Wo wir vielleicht bis blickältig hier gewesen sind, und das nicht gesehen haben, wovon wertvoll die für uns sein hat. Ein wird leben, Friede im Herzen. Jesus sagt Matthäus 11,29, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das wird er uns wel geben. Mein Verlangen ist, wenn ihr das letzte nicht habt könnt, dass ihr das nicht noch gut tun. Muss das gut sehen. Nummer 222. Jesus, der für dich gestorben, will mit dir durchs Leben gehen. Willst du länger noch auf Sünde diesen besten Freund verschmähen? Hör ihn rufen, weiß ihn heute nicht von dir. Lass ihn einziehen, öffne weit die Herzenstür. Achte doch auf seine Stimme, die so sanftlich ladet ein. Soll uns heute Gnade und Liebe auch für dich vergeblich sein. Hör ihn rufen, weiß ihn heute nicht von ihr. Lass ihn einziehen, öffne weit die Herzenstür. Noch verwallt der Liebe klopfen, wartet vor der Herzenstür. Öffne doch und lass ihn einziehen, Sünde weiß ihn nicht von dir. Hör ihn rufen, weiß ihn heute nicht von dir. Lass ihn einziehen, öffne weit die Herzenstür. Jesus mag sich von dir wenden, niemals wieder klopfen an. Seele, nimm doch an die Gnade, Jesus dich jetzt retten kann. Hör ihn rufen, weiß ihn heute nicht von dir. Lass ihn einziehen, öffne weit die Herzenstür. 271. Wir wollen die Wiederholung nicht singen, so wollen wir bloß einmal jeder Part einmal singen.
oftmals am Mittag und Abend und in der Stille der Nacht mag der Stimme nicht achten, meint es doch Jesus so gut. Er hat dem Sünder erworben Frieden und Ruhe durch sein Blut. Bald ist dein Leben zu Ende, du gehst zur Ewigkeit ein. Wenn du dein Welt hier verlassen, wo wird die Seele dann sein? Dort zu dem Ort der Erlösten gehen nur Heilige ein. Qualen der wartenden Sünder, der nicht durch Jesum war rein. Wenn du die Gnade verachtest, wird immer härter dein Herz, und endlich wird deine Losung ewiger Jammer und Schmerz. Dort, wo kein Licht mehr erscheinet, wo keine Hoffnung wird sein, ewig vom Himmel verstoßen und in der endlosen Pein. Weil noch mahnet ergibt dich, komme zum Heiland noch heut. Alles, was hinten vergesse, und folge ihm alle Zeit. Blick in die Zukunft und höre, was dir dein Jesus verspricht. Wer zu mir kommet und trinket, den dürstet ewiglich nicht. Psalm 194. Psalm 194. Ik wil een opstaan voor de posten. Wenn der Richter auf der Waage unser Werke trieb Grund wird, werden wir als Gold erscheinen oder ohne Werk und Schlecht. Gewogen auf der Himmelsfahrt, doch so leicht erfunden. Gewogen Gottes Worte nach, doch so leicht erfunden. Wird der Herr uns einst begrüßen, ei du treuer, frommer Knecht, oder unser Urteil fällen, allzu leicht bist du und schlecht. Gewogen auf der Himmelswand, doch so leicht erfunden. Gewogen Gottes Worte nach, doch so leicht erfunden. Achten wir des Geistes Stimme vor dem Schluss der Gnadenzeit, oder zögern wir bis endlich, wir verloren in Ewigkeit. Gewogen auf der Himmelswand, doch so leicht erfunden.
Da geht Platz noch. Okay, da wird nächste im Bulletin übergehen. Aufruf zur Andacht. Wohl dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde, dann, was anfangen einmal? Wohl dem die Übertretungen vergeben sind, denn da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine, denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir. Darum bekannte ich dir meine Sünde. Psalm 32, Vers 1, Vers 5. Hier bekommt Merkung, für euch werde ich wissen, hier so, dort Brigitte John Unger, das ist ein Friedensort in Pancho Bahnmann. Er ist nicht hier, wenn er mit seinen Eltern in Monterrey ist. So bekommt Merkung von der, erstens hier so, 2:30 Nachmittag als Jugendstunde. So Jugend, ich wünsche Ihnen durch das Beste von zu merken, dracht allem beter bei, dass die Jugendstunde besser wird. Erbüllicher. Zweitens, die Morgenandachten bei der Schule, von den Bubenklassen, als Bruder Peter Peuters von 101, für die Uniklassen als Peter Ernst 118. Drittens, Mittwoch, Klock 7 des Morgens, als die lokale Dönersitzung hier in der Kirche. Viertens, am Klock 8 so ist als Bibelstunde, Einleitung erst von Bruder Bient Wieb 105. Fünftens, Donnerstag, Klock 8 sowas, als Gemeindechor und Jugendchor, top, was hier was sein. Und saß Freitag, Klock 10 morgens, als die allgemeine Dönersitzung in Genotentool, wo wir von all den verschiedenen Distrikten top kommen, durch Berodungen haben. 7 hier am Klock 8 sowas, dann als Jugendchor. 8. Sinnung, Klock 7 morgens, dann als eine Ansprache für Männer und Jugendjunges. Und das ist eine Gastredner dazu angeladen, so sehr willkommen noch dort. Lang nicht voll da. Sind angeladen dazu. 9, Klock 8 sowas, dann als Männerchor-Übung. Und 10, Fürbitte für die Schwester Knalls Baumens, die jetzt nu gegenwärtig in Monterrey sind. Sie haben Desaster in eine neue Hof angesagt, ein neuer Ball, denke ich, ist es. Und ich so, mich haben so viel, sie kicken mutig fair war ich, die Doktor, wenn gereicht holen hatte, dann soll sie von der auch ein bisschen gehen. So, hier sich ganz positiv durch. So mochte er auch wieder Heilung geben, nur sein Wohlgefallen. Und Almosen, die sind hier nicht boven, wenn es dort, wo der Fegesenach ankommt, das wird kriegt für die Ankosten getan, durch so wie Seinapuchi, dort Merach und all das, was du wird. Und dann, ein Wort hier nicht boven ist, dort, so der Herr will, dann soll nächste Sonntag, soll hier eine Taufe sein von Oberen Peters Christina, Kampo 101. Ist da irgendwas übrig gesagt? No? Und auf das Bulletin sagt, nur wer ernsthaft darüber nachgedacht hat, wie schwer das Kreuz ist, kann begreifen, wie schwer die Sünde wiegt. Okay, nächste habe ich hier so ein paar Leute von einem Quartett. Geben wir die Gelegenheit dafür. Es ist mein Elend zu groß, Gott kann es tragen. Es ist kein Berg je zu hoch, Gott kann ihn heben. Es ist ein Sturmwind zu stark, Gott
Gott kann ihn stillen. Es ist kein Leiden zu tief, Gott kann es lindern. Denn er trägt ja die Lasten der Welt auf seinen Schultern. Darum, mein Freund, weiß ich, er trägt auch dich. Denn er trägt ja die Lasten der Welt auf seinen Schultern. Darum, mein Freund, weiß ich, er trägt auch dich. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr müde seid. Nur in mir ist Halt. Es ist kein Elend zu groß, Gott kann es tragen. Es ist kein Berg je zu hoch, Gott kann ihn heben. Es ist kein Sturmwind zu stark, Gott kann ihn stillen. Es ist kein Leiden zu tief, Gott kann es lindern. Denn er trägt ja die Lasten der Welt auf seinen Schultern. Darum, mein Freund, weiß ich, er trägt auch dich. Denn er trägt ja die Lasten der Welt auf seinen Schultern. Darum, mein Freund, weiß ich, er trägt auch dich. En Simon van Kinga Gottes schwere tiden durchgehen, dann habe ich den Pfarrer schwer glauben, dass es eigentlich dort alles, was für Kinga Gottes den besten tun. Und die Leute, die singen waren, das sage ich, dass nur wenn ich Kirche auf diesen Boy sein, dann, wo das schon geht, nicht die Sachen, die schief oder so. Aber dann sage ich, der Schreiber, dass ich komme zu einem Tool, wo das nicht so schön geht, die Sachen nicht schien dort, wo das bis da wird. Aber ich sage, da habe ich den Herrn so erfahren, dass er danach auch du es. Dass er sagen kann, Gott es tue, und Gott ist danach gut, wenn wir schwere Tiden sind. Ja, ich will abrufen, hart, oder wieder von den Tags. Von den Leuten. Hoch auf diesem Berge, da scheint die Sonne hell. Mein Herz ist voller Freude, hier fernab vom Lebensleid. Doch ich komm grad aus dem Tale von Sorgen, Angst und Not. Meinem Herrn hab ich dort so erfahren, dass ich jetzt sagen kann, auch im tiefen Tale ist Gott da. Auch wenn ich versage, ist er treu mir und nah. Er trägt seine Kinder durch, darum fasse Mut, auch im dunklen Tale. Gott ist gut. Dein Lebensweg, er führt dich durch ein Tal, das dich zerstört. Du fragst dich, ob der Vater dein stilles Rufen hört. Doch es gibt Hoffnung in Lebensnot, in deiner Tränenflut.
kannst du seine leise Stimme hören. Hier bin ich, es wird gut. Auch in tiefen Tale ist Gott da. Auch wenn ich versage, ist er treu mir und nah. Er trägt seine Kinder durch, darum fasse Mut. Auch im dunklen Tale, Gott ist gut. Auch im tiefen Tale ist Gott da. Auch wenn ich versage, ist er treu mir und nah. Er trägt seine Kinder durch, darum fasse Mut. Auch im dunklen Tale, Gott ist gut. Auch im dunklen Tale, Gott ist gut. Gott ist gut. Für den Vortrag. Ich hab die waren immer waren Tiet und Maut und was immer du da alles braucht, fingen, dass die waren immer waren kann reisen, hier so zu tun mit Gesang. Und verschiedene, einmal hat die Jugend, nächstes Mal dann das Adelige, einmal Meier, nächstes Mal Wenja, aber das merkt das so vollständig, das merkt das so wertvoll. Ich möchte Herrn für die Anstrengung auch wirklich segnen. Gott ist ook im dunklen Tale groot. Mag je dat? Ik dacht een beetje van nu, van Christen en Weltmenschen, wo unterschiedlich das ist. Christen, die fingen alle wen, wo sie sich befinden, wenn sie das im Reich der Glauben stehen, dann fingen die durch so Gott. Ist das im Tool, ist das wenn sie mutig sind und so wieder, wenn sie hoch sind, mit Mut und so wieder. Aber alle wen fingen sie Gott, was die Weltmenschen nicht finden können. Der weiß nicht wohin. Der hat so ein anderes, der hat nicht diesen Zufluchtsort, wo sie können hinkommen. Gott, das Kind Gottes, so ein Verreich ist dort nicht so. Und weil wir dort Verreich utnutzen und weil wir das immer weiter wahrnehmen. Aber ich knallt mir auch ein bisschen Bemerkung von unseren Aufenthalten, die wir hier weg, und ich lasse die weg in die Weg haben. Ich dachte ein bisschen nur, ich will nicht viel Zeit nehmen, aber wo die adelige Dinge abnehmen, was wir beholen haben. Das sind einmal bloß 10 Jahre vergangen, was haben wir beholen von das Wertvolle. Wir wissen, dass alles wird sehr wertvoll, wir wissen, dass wir sehr klar und deutlich, was da gebracht wird, aber was wir nicht beholen haben, das ist ein anderes Ding. Das wird anderes. Und vielleicht würde ihr alle, wenn ihr nur denken würden, dann würde ihr ein Wort beifallen. Oh, ich habe das beholen. Ich habe dort beholen. Und eins, was mir so sehr deep in den Fall fehlt. Aber eins, wo ich besonders schon denke, dort wie das, wo ein Christ und ein Atheist sich erholen dann von das Christenleben, oder von das Leben sozusagen. Und dann wo die Weltmensch da, die nicht gläubig, ja, dann sagen, das sagt, das ist das. Wenn dort so ist, was die Christen glauben dann, wenn dort so dort ist, dann wird an dort nicht deutlich, dass die Christen so ruhig werden über Menschen, was dort nicht geraten werden. So dort dachte ich auch so, dort wird was sehr
das wird ein sehr dringender Weckruf sozusagen, nicht so? Gut, wir wollen wieder gehen hier. Ich könnte eine schöne Enttäuschung sein, hier, was wir alles würden beholen haben, aber wir wollen nun nicht für dort Zeit nehmen. Ich habe hier so ein Thema von dir. Ich habe da über Gebet und ich weiß nicht, von wo ich wählen soll, zu bringen von dir. Wir hatten viel gehört, Luther Zeit. Und nun komme ich auf ein Gedanken in Philipper Kapitel 3, Vers 12 und wieder zu lesen. Und dann Luther wollen wir noch 1. Korinther 9, 24 lesen. Philipper 3, Vers 12. Der Apostel Paulus, er wird einer von denen, der vielleicht mit einem großen Erfolg all geschafft hat, der sehr große Erfahrungen gemerkt hat und viel leisten hat können, und sein Wortverkündigung und so wieder in Brief schrieben. Na, mal einmal sagt er, bloß einfach so steht. Vielleicht sollte noch ein Thema mehr dazu sein. Mit seiner Anerkennung, was er hat, was ein großer Gewinn gewasst wird in seiner Vergangenheit. Und dort hat er nicht mehr einmal alle zu sich gesagt. Und nun hat er dann diese Offenbarung von Gott, was er tun soll und so wieder. Und dann sagt er, Vers 12, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihn aber nach, ob ich so ergreifen möchte, nachdem ich von Christus Jesu ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich zu dem, das da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesu. Und nu weil ich nach ein paar Vers lesen, 1. Korinther 9, 24. Korinther 9, 24, du so sagt es steht. Wisset ihr nicht, dass die so in den Schranken laufen, die laufen alle, aber einer erlangt das Kleinod? Laufet nun also, dass ihr es ergreifet. Ein Geistlicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges. Jene also, dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe aber also nicht als aufs Ungewisse, ich fechte also nicht als deren der Luftstreich, sondern ich betäube meinen Leib und zähme ihn, dass ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. Das Thema heißt es, handgeschrieben, vergängliche Krone und ewige Krone. Und dort geht dort. Und an dort geht mein Leben. Und an dort geht dein Leben. Wir schaffen für eins oder für das andere. Wir schaffen für eine vergängliche Krone oder wir schaffen ein Leben für eine unvergängliche, für eine ewige Krone. Wir lassen uns nur so, dass ein Apostel seine Idee hier so in Philipper, dort haben wir mal einmal nur das vergestreckte Ziel durchgekickt haben. Hat für Gott, was er hängen wird, vielleicht wird er für sein Fleisch mit maglich gewasst, wird er für sein Fleisch mit annehmen gewasst, und so wieder, was für Anstelle auch manchmal kriegt, die selbst ja voll ist, dort für Gott hin. Und nu juche nur ein vergestecktes Ziel. Das ist das Ziel, was wir hier so auch in 1. Korinther 9 finden. Der Apostel Paulus, der das einmal. Bruder Knalls hat hier schon in der Einleitung bet von Bilder, was der Apostel Paulus brocken hat. Einmal wieder von den Schlug. Nächstes Mal dann brockt er von der Waffenrüstung Gottes. Wo wir sollen als Menschen sein. Dann einmal sagt er da, dass die sollen an den Beinen gestiefelt sein und an der Brust soll ein Schild sein, einfach in den Streit zu gehen. Du nimmst ein Bild von der Armee. Du nimmst ein Bild vielleicht von einem Soldat. Vielleicht hat er dort besiegt so ein Gestehen, wer weiß, woher du kriegst was das, wenn sie das geschrieben haben. Dann hat er dort ein Bild genommen und dann hat er dort anpassen an die Gläubigen. Und von daher können wir eine Anwendung merken für uns Leben. Wo wir sollen sein.
Van der dat we niet dit beeld van een soldaat, van der dat we dat beeld in vielleicht een groep wat in een waardraan deed. En weil we niet zo geloven naar niemand van ons eigen, dat ik ook wat kan in een waardraan, dat ik dat beeld nog wat klaar krijg. Dat is niet wat het meint. Hij neemt hier een beeld vanuit de mensen, wat de mensen door aangaan, wat er gekend hebben, wat er veel gemerkt wordt, wie krijgen zijn ook met ons te zijn, dan zijn er mensen wat er aan doen. En die mensen, die raan met een ziel. En die raan doorop, dat ik wel dort aankom, door op een eind, door ligt mijn kroon. En door wil ik gaan. En dan door twerschen, en die twerschenruim, door raant hij. Door merkt hij aanstrengung. En we willen ons dat nog een beetje in Einzelheiten bekijken. Van de dag wordt veel aanstrengung gemerkt om te leren. Mensen die wel meer weten. Mensen die gaan verschillende scholen door. Dat is niet dat ik dat doorraan doe, of verachten doe. Maar ze doen verschillende dingen wat een aanstrengung, een kosten geven deed. En wo en veel energie weggaan deed. Vielleicht omdat ze dan een betere arbeidsstede vinden. Dat ze dan meer leichtere Arbeitsstellen finden, vielleicht nicht ganz so viel Kriegsarbeit dürfen tun und so wieder. Verschiedenes wird gedaan. Aber wieviel mehr soll wir auch Anstrengung merken, ans Eiven, ans Uitrasten lassen, diesen Wettlauf voran. Was der Apostel Paulus ans hier so sagen hat. Wo wir haben viel Information, wir haben in einem anderen Werk, haben wir viel, das Wort gehört, was uns hat, auf eine oder andere Weise gemotiviert, mehr Anstrengung zu merken, das Ziel zu erreichen. Wir wollen uns nur so kalt, was wir sagen, wollen uns nur 3 Punkte, wollen uns nur besonders nehmen. Das ist einmal die Vorbereitung für das Ran. Der Apostel Paulus, der hat das gesagt, das wird nicht bloß, das nu fällt man das bei, en dan rand met een instrument. Wer wordt dan dat ziel erreichen? Wer wordt den Preis kriegen, wanneer dat wat ze dat we doen? Die müssen eine ganze Zeit müssen sie sich anüben. Sie müssen viel Übung haben. 10 Monate lang müssen sie mal ran, bis sie das Dollar gewarnt worden und so wieder, bis sie mal in Betracht kämen, dazu können, mit dieser Gruppe zu ran. So, dort ist es durch wird in diesem natürlichen Wettlauf. Und von der, wenn wir nun denken, wir wollen uns immer an der Anwendung für uns, und dann war in das Beispiel 3 ab dem Dol gehen, den 2. Und wenn wir von der an uns anwenden, dann diese Übung, was wir brauchen, dann keiner von uns will am hängigsten den Preis verspielen. Nicht unsere Jugend, nicht die Mädeljahre, nicht unsere ältere Lied, weil diesen Preis ab dem Eng mit einmal verlustig gehen. Okay, wenn wir den nicht verloren gehen wollen, dann braucht es, dass wir in den Zwischenzeit uns üben tun. Dass wir uns durch beim Üben tun, dass wir nicht wollen hängen gewesen mit einmal versehen. Viele Menschen, die da irgendwo in der Wald dran tun, oder die fahren vielleicht mit einem Bicycle oder so wieder, mit einmal hängen gewesen, spielen sie uit, sind sie meiden. Ein Down fängt den Preis nicht kriegen. Wo wir dort jetzt, was haben die vergänglichen Preis? Aber Geschwister, ich möchte mal diese Botschaft von dir uns alle anspornen, als junge Brüder und Schwestern, als solche, die jung sind im Glauben, dass wir wollen nicht mal einmal versagen hängen ist. Weil die Kampf, die kann heute werden, als was die nu ist. Die Proben, die können schwander werden, als was die nu gut sind. Und dass wir nicht wollen versagen, mal immer so denken, ich büde es allemal nicht. Ich büde es allemal nicht. Weil wir mit dem Gedanken bloß nicht gehen, weil wir bloß einfach verderweg gehen, ich habe mir ein Ziel gesagt, und du will ich haben, und ich will den Preis. Das hat von der all, von der Zeit, wo wir leben, und manch einer gegeben, wollte man einmal in den Zwischenräumen versehen wird. Das kostet so viel Anstrengung. Ich denke über Verschiedenes. In der Gemeinde gibt es auch viel Anstrengung. Dort die Gemeinde lebendig blieben, der unsere Dirigenten, die haben viel Anstrengung. Sie merken, spenden Zeit, Tüß,
in der Church und so weiter, an sich Jugendlehrer. Sie merken viel Anstrengung mit der Jugend, wo wir, wenn sie wollen, mit der Jugend einfach aus einer Schule, wir wollen dort nur das Ziel kommen. Weil je beim Ran, du hast ja das wohl so, du wirst vielleicht einer, du vielleicht einen Schritt stärker haben und ran als der andere, und dann kriegt der den Preis und der andere, die kriegen dann vielleicht einen billiger Preis. Gott sei Dank, dass es in das himmlische Ziel anders aufrandet. Und jeder einer wird durch Kampf, und Reich kämpfen dat, und den Kampf vom Glauben führen dat, der wird ums Ziel kommen, und dann, wenn der andere ein bisschen fair ist, du wirst auch den Preis kriegen. Das geht nicht bloß an, als wir standhalten, bis wir am Ziel sind. Als du nicht einer ein bisschen verabgerannt ist oder so wieder, das wird hier eine geistliche Hinsicht haben, nicht ein Unterschied. Ein Christ muss sich im Glauben wirklich üben. Und die Glauben für die Christen, die wird geübt in die Proben, was wir durchgehen tun. Und das kriegt nur manchmal, wo es einmal schwierig ist, durchzuholen, wo man nicht mal einmal darauf ankommt, dass du willst versehen. Da braucht man, dass man das Wort Gottes gut kann. Und Rana, der muss weiten, wo bosig heran dass nicht wird zu bosig ran, dass sein Körper wird ausspielen, und nicht, dass wird zu langsam ran, dass nicht wird am Ziel kommen kann. Als Gläubige, als Kinder Gottes, als Jugend, die nie im Glauben sind, oder als alle gewordene Lied, die nie im Glauben sind. Wir brauchen Schrifterkenntnis, um diesen Lauf zu vollenden, um das Ziel zu erreichen, aber wir wollen dort am Ziel ankommen. Das braucht, dass wir Schrifterkenntnis haben. Du hast so viel von der sind dort. Na, ich hier diesen Prediger das sein. Weißt du, was der Prediger sieht, das wird ganz anders als das, was du glauben lässt. Okay? Und dort ist es dort. Dort wird Jan Prediger sein, das ist ganz anders als dort, was ich vielleicht sein darf. Oder dort, was ich sein darf, ist ganz anders als dort, was Jan Prediger sein darf. Was wirst du dann tun? Dan moet het dat die zelfs in de schrift geloven is. Dat die zelfs erkenntnis hast uit de schrift. En dan des die dat uit een onderzaten. Dan des die kijken, oké, dit is wat de schrift zijn dat. Als jammer er nu een ander van Ruud nemen dat. Als er dat bij me verdrehen dat. Wie moeten schrifterkenntnis haben? Wie sollen du ben üben im Glauben? Dat wir, der Apostel Paulus, die sagt zu Timotheus, dieses Weich, dat hij wordt über dich, dass du in den Geboten eine gute Ritterschaft habest. En ander weer uitgerast. Einfach rein diesen Weg zu gehen. Weet je, wo man sich hier beim Üben, die Vorbereitung für das, einmal kann nicht irgendwer sein, ich will bis Christ sein und nu wil ik met de Christen top. Ik wil alles gelijk te doen. Als die Christen dat doen, dan zijn ik een Christ en ik wil een Priest kriegen. Wat niet schaffen. Wer een Priest wil kriegen, wer de kroon op hem eng wil erholen, die entgegengereicht kriegen, der moet eerst de rechte Bedingungen treffen, dat het überhaupt kan door met geteilt worden. Krijgt es beim ran. Gut, wir gehen wieder. Wir können hier so noch ein Teil Einzelheiten bekicken. Ein, wo man mit die sind, als wir noch einmal auf der rechten Boden sind. Wenn wir uns an so viele Leute beeinflussen von Bezid, weil du Bezid, du hast viel, was dir geboten wird. Was würde das helfen? Diese Männer, die du würden ran, wir wollen sagen, wir sind hier so 5 Männer, hier so in der Versammlung, Jungs, die du gut ran können. Und die würden nicht anfangen zu ran. Und dann du bist an den Weg, du würden nicht noch andere stehen. Und die würden uns hier allerhand wiesen. Allerhand interessantet. Und diese würden anfangen durchhand zu kicken. Was beiden die mir hier alles haben, wie wollen ich anholen? Die würden nie den Reis verspielen. Die würden ihn verspielen. Weil die das ist, was im Geistlichen auch schaffen hat. Wenn wir zu viel Besieg kicken tun, Geschwister, wir sind in dieser Gefahr. Wenn es die Welt ist ganz voll, dann muss sein, dass wir seine Beine wegklappen. Ich kann das gar nicht mehr klar sein, was ich noch einmal da sind. Wir haben uns Leuten auflenken von Dingen.
En wedloop heeft een ziel wo weit man soll ran. Dat is ons vielleicht alle bekend wordt schaffen, niet? Wat hier zo wel man losran en dan wanneer ik bij dort is. Dat ganze eng, door wel man ran. Im Christenleben ist es auch so statt. Du sind Schranken gesagt. Du sind Schranken für ein Christenleben, wo weit en wo hij will ran. Hij wordt nicht bloß auf ein Doel ran, ein nur das andere, no, hij hat ein Ziel. Weet je, wenn man te veel op een doel ran, dat wie weten dat, want wie wo een weg te voeren hebben, wo veel curven zijn, dat ja veel meer kilometers te voeren, als wanneer het recht toe is. Ik lees dat het ook een veelmaals in Christenleven. Die wordt schijnbaar meidemank. En dat zal niet zo staat zijn. We zullen ons het ziel zetten, wo ik ran wil. En wo ik gaan wil. En wanneer we dat aanhouden doen, dat is wat weer zeer wichtig is. We weten ook, wanneer een Rana, ik ben niet zeer bekend met, maar we weten al een beetje van. Wanneer we irgendwo een game spelen, wel, vielleicht wordt het ja ziemlich veel exercise te doen, als het een bal spelen en zo wieder. Wanneer we daar zeer vol gegeten en dat wel deelnemen, wordt niet veel doen. We zijn meest voor het smijt en uitgespeeld. Dan wordt, zo is het ook bij me aan. Du wordt voorzichtig met je gaan. Die willen dat beste aanwenden, dat die krachten worden uitholen, waar ik om ziel zijn. Nicht zu wenig, nicht zu viel, nicht anlegget onze kan, nicht anlegget onze kan, wo wir uns, ich will nicht Priester werden. Geschwister, wo wir dort ernst, wie wir anlegget an uns haben. Brüder und Schwestern, wo wir dort ernst, wenn wir ich was anlegget Material und was uns hängelig ist, dort für die Krone. Und die muss sein. Und ich muss öffentlich in der Versammlung nicht mal sein, wo wir dort wenn wir was anderes Material tun. Weißt du, die sind da. Die Dinge, die sind da, was uns hänglich sind für diese Krone. Weil wir die von uns tun. Wo wir ich will nicht vergebens gerannt sein. Ich will nicht vergebens gerannt sein. Ich will nicht vergebens gekämpft haben. Wo wir ich kämpfe für eine Krone. Und ich will die erreichen. Aber du will ich treu bleiben. Dat jaft mondjet sich van weg te holen für diesen Kampf. Dat jaft een mondjet, wo wir uns nicht dat bis alle gehen lassen, wat ons Fleisch. Weet je, dat is gar nicht immer, dat andere Menschen uns verlocken wollen. Wir machen dit eine Ding, wat wir nachher tun, in uns. Und du wohnt eine verdorbene, und die verdorbene Natur, die muss bekämpft worden, wenn nicht, dann wird die in Hänger sein, dass du die Krone ab dem Eng verspelen wordt. Want wir nicht wollen erreichen mit Umgehen. Weil wir uns einfach von der Wut Gottes anspornen. Das sagt, wir lassen uns hier so, wollt ihr nicht, dass die, die in den Schranken laufen, die laufen alle. Aber die Krone, die wird bloß die kriegen, wer da mit ums Ziel ran wird. So ist das im Geistlichen. Die Krone wird bloß die kriegen, aber bloß die kriegen, bloß all die kriegen, werden wat treu, wat eng ran. Door wo die Krone uitgedeeld wordt. Viele Menschen die sind von der zufrieden mit einer vergänglichen Krone. Sie befriedigen sich damit, ich bin nicht so ich bin okay, wenn ich eine vergängliche habe. Weil die kann auch nicht erkennen, wie viel der Verlust ist. Hij kan auch nicht erkennen, wie viel er holen wird, während er sich nicht angestrungen hat, die Krone wirklich zu kriegen. Ein sehr feines Bild habe ich von Josef. Josef, er enthält sich. Er hält sich wahr von dort, was ihm angeboten wird. Er will gar nicht. Was leibst du, was er nicht will? Er sagt, wie soll ich ein solch großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Kickt wir das dann auch so an?
Wenn du Dinge in ons Leben umbaken willst, dann antworte ich schon den Vers, wir müssen aufleihen, die Sinn, was uns immer anklebt und träge macht. Die Sinn, was immer in Hängen sind, diese Krone, für die Krone ab dem Ende. Die wird immer in Hängen sein. Das kann unser Fleisches los sein. Das kann unsere Augen los sein. Das kann hoffärtiges Leben sein. Das kann all das sein, was vielleicht diese Welt Moden hat und so weiter. Das kann alles ein Hänger sein für die Krone ab dem Ende. Ich Schwester, wann wir wurden, manchmal in der Sinneschulklasse für die anderen Kinder, du hast sie manchmal sind dort, wenn sie gehorsam sind, fleißig sind und vielleicht die Sprüche gelehrt haben und so weiter, dann können sie vielleicht wohl ein Stierchen umbacken. Jedenfalls, dort merkt ihre Arbeit vollständig in der Sinneschulklasse. Nun merke ich, war ein Beispiel, ja. Und Brüder und Schwestern, wo wird meine und deine Krone uitladen? Mit der Anstrengung, was wir tagtäglich merken dann. Mit der Anstrengung, was wir merken dann, mit das Wort, was wir letzte Woche gehört haben. Wird unsere Krone noch ein bisschen schmacker worden, interessanter, wird mir den noch wertvoller worden, mit der Anstrengung, was wir merken dann. Was läufst du, wo wird deine Krone sein? Krieg deine Krone. Die du vielleicht noch jung im Kampf bist, die du vielleicht noch jung im Glauben bist, wo wird deine Krone loten? Wenn du die Anstrengung merken, das was du bei hier gemerkt hast, nu wirst du so wieder merken, wird es sehr schmackvoll sein, wird es sehr stramm und wertvoll sein, köstlich. Weet je, wie man uns an sich anspornen? Weet je, in diesem Kampf, da haben wir noch ein Verreichen, dort steht. Dort, wo der Bus in der Wahl dran dann, da wird der Fährste erst, der wird nicht darin hängen, sich sein, spau die Bus, ran die, gef die nicht ab. Der wird bloß ran für sich. Bloß für sich. Der ran für sich. Aber im geistigen Kampf, die Schwester, du ist das anders. Du wir uns am sich Mut merken. Bruder, Schwester, gef mich ab. Das Ziel kann busig nur. Die Krone, die kann busig nur. Bleib standhaft. Merk mij, aber ich will beten für die. Ich will andere Frauen, die wollen beten. Hold stand. Wenn es die Krone ist, geh mal wieder auf. Du wirst dir doch nicht verloren gehen. Du wirst dir doch erholen. Das ist eine ewige Lebenskrone. Wir würden uns noch mehr Bibelvers anführen können. Ich will wenn es Zeit haben, nicht, aber danach, knallsfeil, er hat Übertätigung noch, er hat nicht. Ich sage, okay, du merkst, dann ich kann Luther fortsetzen, merken, wann es dann fehlen wird. Gut. Dein Ziel. Deine Wettlauf. Du, wo du merken das. Hast du klar, dass du, wo du merken das, dass das rechte Ziel ist? Du wirst eine Gruppe Menschen, die da noch eine Stadt wollen fahren, wo sie eingeladen werden für eine Hochzeit. Und das einer, der hat ein paar Mal gehört davon, und er ist in seiner Meinung ganz klar, er fängt da an. Und dann hat er diese Gruppe hängen sich. Er denkt so, dass sie nicht alle, sie können wissen, manchmal zweifelig waren, dann wohnt als der Reich der Wach und so wieder. Er wird wachen, bis sie alle da sind, und dann wollen sie alle top fahren in der Gruppe. Jetzt ist das eine Gemeinde, die soll schaffen, nicht? Alle top. Das nicht, was einer oder andere sich manchmal was verlieren. Das ist das schade wird. Deshalb wird da bloß ein bisschen Erfahrung hat, gleich viel, wir können vielleicht ab dieser Stelle sagen, gleich viel Schriftverkenntnis hat, die hat häusig verfahren, und die werden die anderen auch alle durch herangefahren. Und die werden sie zu Lot für die Hochzeit. Die Schwester, weil wir nicht zu Lot sind für diese himmlische Hochzeit, der ist vielleicht auch nicht bei. Angelot sind wir all. Wir sind nur ab den Weg. Wir gehen nicht all durch die Hand der Hochzeit. Und weil wir rechte Wegweiser sind. Weil wir den Weg so gut tun, dass keiner, der Antwort herankommt, dass der die Krone wird vermissen. Oder mal einmal wird, da wird der Bräutigam so spiritieren, natürlich den Jungfrühes, dann einmal dann werden sie bloß einfach zu Lot. Der Bräutigam wird all gewasst, und sie werden zu Lot. Weil wir diesen Kampf wiedergehen, weil wir den ganz bald
wenn du erst dort, wo das Ziel ist, wo wir die Krone wollen kriegen. Noch einmal diese Frau. Ich will schließen mit dieser Frau. In den Schranken, wo du mitmerken das, hast du klar, dass das rechte Ziel ist. Hast du klar, das ist das rechte Ziel. Wenn ich das Ziel, wo ich nu mitmerken will, wenn ich da war bleiben, dann wird mir die Krone dort auf dem Eng und hier hingeregt worden. Hast du das klar, dass es dort ersten Dinge im Leben? Wenn du anklar bist, wo wir nicht von dir, Frauen, Rotsäcken, sein, als die irgendjemand können, die helfen, dort klar zu kriegen. Und wenn dann nicht klar ist, dann sagt uns das Wort, dann sollen wir uns üben in die Gottseligkeit. Die Krone, die liegt auf dem Eng. Und der ist uns versprochen. Der ist uns versprochen, dass wir wollen die kriegen, aber für die, was wir wollen, bei uns Ziel standhaft bleiben. Ich möchte dir meinen, Brüder und die Schwester im Herrn, ich möchte Ihnen Mut merken. Dinge schienen schwierig zu sein. Die Welt ist über den Kopf gedreht. Und scheinbar, vielleicht manchmal noch, wer von uns nur, sagt uns so, der hat mir einmal was von den Ideen angenommen. Der hat mir einmal von den Ideen angenommen. Was wollen wir tun? Wollen wir beten? Weil wir in klares Licht sind, und dass die Menschen können, waren frisch, nur das klare Licht kommt. Die Krone liegt auf dem Eng. Ich frage jetzt noch Stunden für ein Gebet, wo passend ist. Lieber allweitender Gott und Vater, wie kommt das morgen nach Varatodi? Wir danken dir. Wir danken dir für deine Gnade, deine Barmherzigkeit, die von dir noch nicht in Eng hat. Lieber Vater, wir danken dir von dir ganz aus dem Herzen, dass du eine Krone reingemerkt hast für all die, was du die Leib haben, was in diesem Leben sich Dinge und Sein tun, um den Priester zu gewinnen. Nämlich, Vater, wir haben nicht eine Vorstellung, wie groß der Lohn wird sein, aber wir wissen, dass du hast gesagt, der Lohn wird 100-fältig sein. Help uns treu zu bleiben, help uns standhaft zu bleiben. Was immer du besiegt von der goldenen Apfel angeboten worden, dass wir den nicht wollen in Betracht nehmen. Wir haben ein Ziel und wir kicken da noch und wir wollen dort erlangen. Wir brauchen genug, wir brauchen deinen Geist, wir brauchen Schrifterkenntnis und wirst du uns damit helfen. Wirst du das Wort, was du noch dienen will, nur als geredet worden, segnen. Amen. Darf ich Platz nehmen? Singen wir zum Schluss Nummer 144 im Glaubenslieder. Geöffnet steht für mich ein Tor und dadurch seh ich strahlen. Des Heilands Leben uns hervor, aus seinen Wunden malen. Erbarmung wie erfass ich dich, geöffnet ist dies Tor für mich, für mich, für mich. Dies Tor, es lässet alle ein jedes Volk der Erden. Ob reich, ob arm, ob groß, ob klein, die selig wollen werden. Erbarmung wie erfass ich dich, geöffnet ist dies Tor für mich.
mich, geöffnet auch für mich. Dring durch die offene Tor hinein, droh noch der Feinde Scharen. Das Kreuz soll deine Krone sein, fürs Glauben du bewahren. Erbarmung wie erfass ich dich, geöffnet ist dies Tor für mich, für mich, für mich, geöffnet auch für mich. Am Jordansufer legst du ab dein Kreuz der Wallfahrtszeichen. Der wird dies Kreuz zur Würde gab, wird dort die Krone reichen. Erbarmung wie erfass ich dich, geöffnet ist dies Tor für mich, für mich, für mich, geöffnet auch für mich. Ik wil je verzameld nog opnemen een paar Versen mitgeben. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles, dass wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christus Jesu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir scheiden Frieden des Herrn.